Und wieder mal begrüße euch zurück hier zu Tales of Xillia 2 bei Jude's Geschichten sind wir noch dabei. Und ja, gucken doch mal, wie es hier weitergeht. Also ganz kurz abspeichern, also nicht lange. Und dann machen wir uns mal auf zum Riss, würde ich mal sagen. Weil es eine neue Splitterdimension aufgetaucht, scheinbar. Und ja, dann muss natürlich auch alles noch erforscht werden. Man kann hier natürlich runter, wa? EG, sehr gut. Na. Du musst schon richtig gehen, Kumpel. Lalalala. Und draußen sind wir. Oh, jetzt. Sorry for getting you mixed up in this. Ach, komm schon, Jude. Hör doch auf, dich ständig zu entschuldigen. I get that a lot. I get where they're coming from, but we just need more data before we can begin full-scale implementation. If we could begin testing it with great spirits. No, forget I said that. We can't rush into things unprepared. R1, bist du dir sicher, dass du es nicht übertreibst? Oder L1, ja, du musst das Tempo selbst bestimmen können. Ja, das ist, wird beides was, also von dem her, Gute Frage. Ja, mal L1. Yeah, you're right. We're too close to our goal to risk going off the rails now. It's just that sometimes I lose sight of my convictions. Then I don't know what to do. Jude. Thanks. I'll keep looking for an answer. It's out there somewhere. Thanks for coming along, Luger. It felt good to have some backup. Kein Problem, Alter. Oh, ich habe das Gefühl, dass diese Kapitel noch durchaus interessant werden können. So, jetzt mal. I feel like I understand you better now. Sometimes I can just tell what you're thinking. You always work so hard. If anyone deserves this, it's you. Please, keep up the great work. Machen wir, kein Problem. Farbvariation bei Jude. Farbvariation bei ihm? Oh, wir haben sowieso schon andere Klamotten. Farbvariation. Alter, das sieht aus, als wäre plötzlich farbenblind. Juli-Kostüm, das sieht cool aus bei ihm. So. Wenn wir sagen, wir gehen direkt weiter, weil momentan gibt es nichts mehr für uns hier. Das ist schon mal sehr gut. Wie sieht es hier noch aus? Hier gibt es auch nichts mehr. Umso besser. Dann auf zur Spirius AG. Zugang zum Ausbildungszentrum. Ne, hier. Dürfte streichen. Dürfte schon reichen. So, und jetzt? Direkt gerade aus. I'd love to try riding a mare once. Galloping through a grassy plain, free as the wind. That's so poetic. It's not like you at all. Das stimmt allerdings. Und los geht's mit der Hauptgeschichte wieder mal. Kapitel 7. Zerstörung der Splitterdimension. Der Splitter. I told you that's a company's secret. But my lips are sealed. You must know what happened to Julius, right? Mr. Kresnik. Luger, hey! Hey. Word around the water cooler is a certain someone just got hired as an agent. Congratulations! Like big bro, like little bro, right? I know how much you wanted the job. Thanks. Why's the lone lady here? Just gossiping with my twin sis. Oh, you do look alike. Hey. Nova, we've got work to do. Yeah, I know. I should probably get back to bean counting. Oh, almost forgot. Let's all get together to celebrate your new job whenever you're free.
can't believe he told us all about that fractured dimension stuff. Obviously, he wants us to come along. L1, C1. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Würdet ihr mir helfen oder aber ich kann euch da nicht alle mit hineinziehen? Im Prinzip stimmt beides. R1 halt. Ja, wenn natürlich theoretisch die Freundschaft steigen. Vielleicht auch nicht. L1 andererseits. Ja, was passt da besser zu mir? Ich glaube, wäre eher L1. Naja, mach's mal. We're already in it. If the fractured dimensions really are interfering with Spyrite technology and endangering this world, then there's no way I'm sitting out this fight. And that means we need your help. Okay. Ah, er spricht doch, cool. Okay. Very well. You may all assist Mr. Krasnick in this operation. However, everything must be kept in the strictest confidence, am I correct? I'm glad we have an understanding. Now, allow me to commence the briefing. Cool. Agent talk. The object of each DODA operation is to infiltrate a fractured dimension and destroy its divergence catalyst. All fractured dimensions form around a catalyst. It could be an object, or perhaps an entity. So, how do we find it then? It's typically the object or entity that differs the most from its original nature in the prime dimension. You'll need to be cautious, particularly when the divergence catalyst attaches itself to a person. I've transmitted the coordinates of the target rift to your GHS. Use it to enter the fractured dimension. Wie dieser Boden einfach immer so gebonert ist, das ist unglaublich. Luca kann mit Hilfe seiner Chromatus-Fähigkeit nun Splitterdimensionen betreten. Du kannst zur gewünschten Splitterdimension reisen, indem du in der gesamten Kartenansicht der Weltkarte Splitterdimension wählst. Stürze dich über die gesamte Karteansicht der Weltkarte ins Geschehen, sobald du bereit bist. Sind wir, aber erstmal kurz abspeichern. Das kann nie schaden. So, hätten wir das. Momentan geht es ja eigentlich eher ein bisschen schleppend voran, weil meine Splitterdimension zerstören ist ja schön und gut, aber was hat das Ganze eigentlich mit Migafran zu tun und da irgendwie mit Origin und ganz anderen Geisten, die irgendwie vorkommen sollen? Irgendwie fehlt uns noch gewisse Informationen. Kommentaten, tiefe Abweichung, an schlecht. Ja, gehen mal. Springen. Kommen die anderen auch mit oder wie? Der Bahnhof. This explains that funny feeling we've all been having. It's Trigleph Central Station. I suppose it would follow that this is the rift. But are we really in a whole other world right now? It doesn't look any different to me. Das funktioniert hier? Your entry into the fractured dimension. Commence your search for the divergence catalyst. Was ist das für ein Empfang, das hier funktioniert? Ich hab's gerade auch gelesen. L1, R1, macht direkt mal L1. You can thank your chromatus for that. It maintains a link to the prime dimension. Natürlich. We need to look for whatever seems most out of place in the dimension, right? Correct. The catalyst should reveal itself when anyone with a chromatus approaches. And if we destroy it, the world will disappear. Exactly. But there's a catch. Only the wielder of a chromatus can destroy the catalyst. Naja, das Zahnrad halt. So the only one who can find and destroy these catalysts Is Luger. Well, that kind of takes the fun out of it. One last thing. So long as the divergence catalyst exists, you cannot return to the prime dimension. You never told us that! I guess there really is no turning back, huh? So much for goofing off on the job. The train to Oscorp will be departing from Platform 1 shortly. Again, the train to Oscorp will be departing from Platform 1. The Oscorp train's still running? Maybe in this alternate dimension, the hijacking never took place.
We cannot just blithely assume that. We have much to learn about this world. It is fishy that Oscorp is still in one piece. Let's investigate in 2 groups. Okay, Jude and I will ask around town. Luger, you handle Oscorp. We're on it. Miau, miau. Ja, doof natürlich. Okay, neues Team, wie es aussieht. Habe ich was auf der Karte irgendetwas? Ich meine, Zug zur Oscar-Anlage. Machen wir hier natürlich. Sieht alles aus wie immer. Das ist schon verrückt, aber jetzt neue Welten so. So, Oscar-Bahnhof. Yep, gerne. Das wollen wir. In der Splitterdimension. Aber ist es wirklich richtig, die zu zerstören, oder ist es gerade das Falsche? Fragen über Fragen. Oh, dann geht's gleich los. For the easy transportation of goods, I suspect. When it comes to business, Olympias doesn't play games. So, und los geht's. What's a natural resource plant? It's a factory that puts out veggies and stuff like that. Puts out weird vibes, too. It's pretty standard for Olympias. Well, except for its size. None of the others are this big. Well, if it isn't Alfred. How the hell? You'd address the heir of the Sven family like that? Or has your mind strayed to a time when you were still the legitimate heir? Are you telling me you're the heir? You know this guy? Knew him, more like it. It appears he has confused you with the Alvin of this world. He looks like a bigwig to me. If you act all buddy-buddy with him, maybe he'll let us in. They don't really have that kind of relationship. Is it inappropriate? How come you even know that word? Don't forget we're in a fractured dimension. It just might work. Right. Forgive me, Uncle. I must have forgotten my place. You are forgiven. I was hoping you'd give my friends a tour of your amazing plant. Why not? Oscorp's success will only serve to broaden the Sven family's influence, cousin. You'd better start acting the part. Poor Leticia is quite upset over your lack of decorum. Mom? Indeed, she's had it with your constant gallivanting. She's alive. Who are these people? My entourage. They're quite a bunch, yeah? The world is full of dubious sorts looking to sponge off of us. You should choose your friends more carefully. They don't get much more dubious than yours truly. Nothing, Uncle. Thanks for the advice. As you know, the great spirit Aska was thought to be nothing more than legend. That is until I found, captured, and bent it to my will. Was? Aska's spirit power is more than sufficient to operate this facility in its entirety. I've never even heard of that spirit before. I have no doubt spirits will become a crucial resource in Olympias, a very key to its future. Hey, my uncle's not the catalyst, is he? So, do you keep Aska down in the basement here, or what? There is no basement. Aska's imprisoned in the central portion of the dome. Well then... That was disrespectful, huh? Alvin, was that really necessary? Well, if he's not the divergence catalyst, then I'd put my money on that Aska spirit being it. But it's not like he was gonna sit back and let us thwack it, right? Indeed. And after all, we did come here. To put this world out of commission. Isn't that right, Luger? Aska, der Geist des Lichtes. Ich glaube, Spiele, die gibt es hier auch. Aber das ganze Spiel in der Vergangenheit, das Sprich Aska hätte es bereits bei Tales of Xillia geben müssen. Bereits, von mir so ein paar Jahre vorher, aber es hätte bereits hier geben müssen. Was liegt da? Gästezugangskarte, okay, dankeschön. Halt, das ist einfach mal Aska an, schlecht. Nun gut, gehen direkt weiter, sieht fast so aus. Muss hier hin oder hier? I feel kind of bad for your uncle. That's sweet of you, kid. So, geht's zur zentralen Kuppel, wo Aska ist. Ja, machen wir das mal, wa? Aska, der Geist des Lichtes, ich glaub's auch. Ich bin gespannt drauf. Müsste theoretisch auch Shadow und so geben. Mal gucken, wir haben die... Oh, den Hammer, okay.
Hau ab, tschüss. Jetzt komme ich wieder. Ja, so schnell kann es gehen. Nice fight. Erfahrung und Geld und Elementerz, yeah, yeah. Hier gibt es zumindest noch viel Geld. Ja, ist gut. Wir haben sie schon kapiert. So, was gibt es hier noch Schönes? Okay. Abgelaufen ist. Was? Da die Geisteszugangskarte abgelaufen ist? Wieso? Ist irgendwie die Zeit anders oder was? Genau, dein Ausweis. Was soll ich denn? I suppose all we can do is keep poking around until we find a solution. Hä, was soll denn denn erneuern? Hier komme ich rein. Hier geht's auch nicht. Das ist ja mal interessant. Okay, geh mal hier hin. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Ich bezweifle es zwar stark. Nee, das sieht nicht so aus. Pfui, uiuiui. Kann ich vielleicht hier noch irgendetwas? Nee, zurück will ich eigentlich nicht. Das wäre sonst ein bisschen doof, wa? Kann ich noch genau machen? Shop. Ja, aber neue Waffen, glaube ich, eher weniger, oder? Nö, brauchen wir nicht. Alles, was wir haben, ist gut so. Wir sind eigentlich sowieso nicht unbedingt so zu schwach, oder? Klar, so, zu stark sind wir auch nicht, aber muss ja auch nicht sein. Das Ganze soll eigentlich trotz allem noch interessant und spaßig werden. Und dem her, okay, wieder zurück. Hier war also nichts. Ein Ausweis irgendwie. Das Passwort. Theoretisch kann es ja knacken, oder? Ich meine, das ist eine Zahlenreihenfolge. Das würde also schon irgendwie gehen, aber. Hier geht's nicht oder was? Also, da oben links auf der Minikarte ist doch irgendwas. Ein schwarzer Punkt. Muss auch hier machen. Aber hier ist nichts. Verrückt. Hier kann ich auch nichts machen. Hier komme ich. Nee. Da zeigt sich gar nichts an. Okay, die Karte ist also abgelaufen. Da komme ich nicht durch. Ich sehe ja sonst nichts, wo ich irgendwie jetzt etwas machen könnte. Da. Ja, noch einen Ausweis. Toll. Hier ist auch nichts. Wo ist er hier lang? Also insgesamt 4 Zahlen, war. Ja, wie gesagt, theoretisch können da einfach alle durchgehen, aber kann sie nicht sein. Ja, da geht's noch nichts. Gut, Leute, das bringt so, glaube ich, nichts. Natürlich können wir jetzt ganz alle Zahlen durchgehen, aber erstens wird das wohl den Rahmen des Parts sprengen, das heißt, wir müssen auch offscreen machen. Und zweitens habe ich so das Gefühl, dass es sowieso nicht funktionieren würde, sprich, es wäre sowieso gesperrt, noch im Spiel selbst. Weil ich das Pass noch gar nicht wissen darf. Von dem her ist natürlich eigentlich immer so, oder? Wenn du vorwärts gehen kannst, gehst du halt zurück. Und zwar weit zurück. Sprich, wir gehen ja zurück. Ja, wohin gehen wir zurück? Genau. Zurück zu Jude und Lea, weil die haben vielleicht schon etwas herausgefunden. Könnte ja sein. Und darf die Hoffnung niemals aufgeben. Weil sonst habe ich gerade keine Ahnung. Zurück will ich ja nicht. Wo Aska ist, ja, man sieht auch, dass er irgendwie durch kann, aber bringt ja alles nichts. Sagen wir die Aska-Anlage. Ich muss da scheinbar doch irgendwie so wieder zurück. Ja. Muss fast sein. Gehen wir wieder zurück zum Trigleph Hauptbahnhof. Tja, jetzt ist ein guter Rat teuer. Wo sind unsere Freunde? Ich glaube, die finden wir vermutlich eher weniger. Wie soll ich denn den bloß erneuern? Oh, Jude, hallo? Okay, ich bin noch ein bisschen verarscht gerade.
Wir sind also wirklich... Aber das bringt doch nichts. Hä? Bin ich jetzt komplett doof oder was? Angeblich lebt Kronos im Land Canaan. Ja, das ist nichts Neues. Dimensionen zerstören. Helfen, ja, immer noch steht, aber wenn unsere Welt völlig zerstört ist. Die Aska-Anlage. Nun gut. Wie sieht es denn mit den Objekten aus? Muss doch innen dabei sein, oder? Also gucken, vielleicht das, Materialien, Wertsachen oder ja das, war. Gillands Notiz. Ja. Es tut weh. Es tut einfach so weh. Es tut so weh. Alter, wieso hast du das irgendwie nicht geschnallt? Können die irgendwie vielleicht direkt weiter so? Dankeschön. Ja. Ist gut, Freunde. Ihr habt's geschnallt. Man sollte vielleicht ab und zu mal sein Inventar prüfen. Und so, bevor man zurückgeht. Menschenskind, ey. Nun, der Part ist bereits abgelaufen. Deshalb zusammen machen das nächsten Part. Da mal ein paar Zahlencodes eingeben. Seltsamerweise sind es ja 3 Stück. Von dem her. Das fragen natürlich wieso. Und Gilland liegt da immer noch. Der ja, pennt voll vor sich hin. Soll er mal. Und wir werden dann im nächsten Part erstmal... Ja, gut, ich mache jetzt noch. Und im nächsten... Musik, ey. Voll happy, hey. Yeah, Mann. Es ist voll geil, ihn auf die Mütze zu hauen. Du. Aua, also gerade... Wow. Keiner hat eine Chance gegen unseren Hammer. Natürlich. Wir werden alle stärker. Die Musik, der klingt ja fast nach einem Musical. Nun gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Tales Xillia 2 und dann die Passwörter ausprobieren werden und gucken, was sich wohl dahinter verbergen mag. Ja, endlich mal bis dahin. Tschüss.